In diesem Video erkunden wir die Ruine der Burg Laienfels in der fränkischen Schweiz. Eine Burg, verstrickt in Fehden, Bauernkrieg und sogar illegaler Münzprägung. Mehrfach angegriffen, zerstört und wieder aufgebaut, wurde sie zum Schauplatz von Kampf um Macht und Reichtum in Franken. Doch ihr eigener Felsen begrenzte ihre Zukunft. Wachstum und Anpassung an neue Militärtechnik blieben unmöglich. Begleitet uns auf eine Reise durch Konflikt, Ehrgeiz und den Niedergang einer Burg voller Geschichte und mit wunderschönem Ausblick. Die Burgruine Laienfels liegt über dem Tal der Püttlach, in einer der burgenreichsten Regionen Deutschlands. Zu Fuß ist sie bequem vom Wanderparkplatz Steinkirche erreichbar, etwas vor dem Ort Laienfels. Der Weg durch den Ort ist gut ausgeschildert. Kleiner Tipp unter Reisenden: Der Wanderparkplatz sorgt für entspannte Verhältnisse rund um Gasthaus und Schützenheim. Die Burg hat schon genug Kämpfe gesehen. Parkplatzdramen darf sie auslassen. Errichtet wurde sie vermutlich während des 12. Jahrhunderts zur Zeit der hochmittelalterlichen Landeserschließung Frankens als eine der späteren Anlagen in dieser Gegend. Ihr Name erscheint in Quellen als Löwenfels oder Leuwenfels und leitet sich sehr wahrscheinlich vom Löwen als Herrschaftssymbol und vom markanten Felsen ab. Als Erbauer gelten Ministeriale aus niederadligem Stand, wahrscheinlich Untergebene der Bischöfe von Bamberg oder der mächtigen Grafen von Andechs-Meranien. Beide hatten großen Einfluss auf die Region. Laienfels diente vor allem der Überwachung von Handels- und Talwegen. Die Burg war zugleich steinerne Machtdemonstration über dem Tal. Die Burg hat eine dreieckige Form auf einem hervortretenden Felsen, typisch für Höhenburgen in Spornlage. Es gab Vorburg und Hauptburg sowie mehrere Gebäude innerhalb der Anlage. Dokumente nennen mehrere Kemenaten, einen Hauptturm, Nebengebäude und eine Zisterne. Heute bestehen noch Mauerreste und Fundamentspuren sowie der Torbau zur Kernburg mit einem seitlichen Rundturm. Die Umrisse der weiteren Gebäude sind noch erkennbar. Der erste gesicherte urkundliche Nachweis der Burg erscheint 1372, als Ritter Götz von Egloffstein nach einer verlorenen Fehde dem Bischof von Bamberg dienen musste. Wenige Jahre später errichtete Götz von Egloffstein auf Laienfels eine Münzstätte ohne jedes Recht dazu. Das Münzrecht war ein Zeichen von Herrschaft. Wer Münzen prägte, griff nach Macht. Es ging nicht zwingend um Falschgeld. Die Münzen konnten korrekt sein, doch schon die unerlaubte Prägung galt als Angriff auf die Ordnung. Die Folge war eine Fehde. Laienfels fiel nicht durch eine Schlacht. Laienfels fiel durch Münzen. Bamberg und Nürnberg als Teil des Städtebunds reagierten mit militärischer Gewalt. Für Laienfels nahm die Geschichte eine harte Wendung. Laienfels wurde nicht nur einmal, sondern zweimal vom Städtebund eingenommen, 1380 und 1395. Götz von Egloffstein geriet in Gefangenschaft und fiel unter Reichsacht. 1397 ließ König Wenzel die Burg offiziell zur Zerstörung freigeben. Manche Quellen nennen Raubrittertum als Grund. Andere sehen weiterhin den Münzkonflikt als Ursache. Die Schleifung gilt dabei nicht als neuer Angriff, sondern als juristische Vollendung früherer Auseinandersetzungen. Die Familie von Egloffstein versuchte dennoch, ihre Stellung zu behaupten. Weitere Konflikte folgten. Für einen Adeligen niederen Ranges war die Reichsacht meist ein sozialer und politischer Todesstoß. Quellen berichten, dass Götz nach seiner Gefangennahme nach Nürnberg gebracht wurde. Danach verliert sich seine Spur weitgehend aus verfügbaren Quellen. Es gab keine Rückkehr in eine bedeutende Stellung, keine bekannte Wiedererlangung seiner Besitzungen und keine neue politische Rolle. Burgen geächteter Herren galten als rechtswidrige Stützpunkte und sollten militärisch unschädlich gemacht werden. Für viele Anlagen bedeutete das das Ende.
Doch Laienfels verschwand nicht, denn die Familie von Eglofstein ließ die Burg trotz allem wieder aufbauen. Nach dem Sturz Götz von Eglofstein blieb Laienfels damit weiter in Händen der Familie. Auch die Fehden gingen weiter. Namen und genaue Besitzverhältnisse dieser Übergangszeit sind nur bruchstückhaft überliefert. Um 1495 hielt Jobst von Eglofstein während einer weiteren Fehde einen Boten des böhmischen Königs auf Laienfels gefangen. Nur durch diplomatische Intervention des Pfalzgrafen ließ sich eine Zerstörung durch den böhmischen König und seine Verbündeten verhindern. Laienfels stand erneut am Rand der Zerstörung und entging ihr nur knapp. Die unklaren Rechtsverhältnisse, die frühere Zerstörung und die Folgen der Reichsacht schufen ein dauerhaftes Spannungsfeld. Laienfels blieb zwar in eglofsteinischem Besitz, entwickelte sich jedoch zunehmend zu einem politischen Problemfall. Nach weiteren Konflikten wurde deutlich, dass die kleine Höhenburg als private Adelsburg kaum noch zu halten war. 1502 zog die Familie schließlich einen Schlussstrich. Jobst von Eglofstein verkaufte Laienfels an das Hochstift Bamberg. Für den Bischof bedeutete der Erwerb die Befriedung eines unruhigen Grenzpunkts. Für die Eglofsteiner endete eine verlustreiche Episode. Aus der Fehdeburg wurde ein bischöflicher Amtssitz. Als der Bauernkrieg 1525 Franken erreichte, wurde auch Laienfels Ziel des Aufstands. Nicht aus persönlichem Hass auf Bamberg, sondern aus Not und weil die Burg für Bauern ein Symbol der Obrigkeit war. Amtssitze, Burgen und Klöster standen für Abgaben, Pflichten und Kontrolle. Genau diese Ordnung wollten die Aufständischen brechen. Einige Darstellungen berichten, dass Laienfels während des Bauernkriegs verteidigt wurde. Ein genauer Kampfbericht ist nicht überliefert. Ob es ein kurzer Sturm, ein Brand oder ein verzweifeltes Gefecht war, bleibt unklar. Unter dem Bamberger Amtmann Otto von Mengersdorf hielt die Besatzung stand. Laienfels fiel nicht, aber sie wurde schwer gezeichnet. Was aus Otto später wurde, erzählen Quellen nicht. Wie viele Amtleute seiner Zeit verschwindet er nach jenen Tagen wieder aus der Geschichte. Die Burg behielt ihre Wunden und Franken steuerte bereits auf den nächsten Krieg zu. Kaum hatte sich Laienfels vom Bauernkrieg erholt, geriet Franken in einen größeren Sturm. In der Mitte des 16. Jahrhunderts versuchte Albrecht Alcibiades, Markgraf von Brandenburg-Kulmbach, seine Macht mit Gewalt auszudehnen. Sein Ziel war keine einzelne Plünderung, sondern eine politische Neuordnung Frankens zu seinen Gunsten. Gegner waren vor allem die geistlichen Fürstentümer, darunter das Hochstift Bamberg, deren Burgen als Stützpunkte und Symbole ihrer Herrschaft galten. Der Krieg folgte einer kalten Logik. Burgen sollten nicht erobert, sondern ausgeschaltet werden. Kleine Amtsburgen wie Laienfels waren militärisch veraltet und kaum zu halten, aber gefährlich genug, um sie nicht stehen zu lassen. Um 1553 traf dieser Krieg auch die Burg. Anders als nach früheren Schäden folgte diesmal kein wirklicher Wiederaufbau. Ein genauer Bericht über den Angriff auf Laienfels existiert nicht. Doch der Verlauf des Markgrafenkriegs erlaubt eine düstere Rekonstruktion. Als die Truppen Albrechts Alcibiades durch Bamberger Gebiet zogen, bedeutete ihr Erscheinen für kleine Amtsburgen meist das Ende. Wahrscheinlich erreichte ein Söldnertrupp die Burg ohne lange Vorwarnung. Entsatz war nicht zu erwarten. Besatzung und Vorräte waren zu gering für eine lange Verteidigung. Wurde die Aufforderung zur Übergabe verweigert, folgte Gewalt, Feuer, Beschuss, gezielte Zerstörung. Mauern wurden gebrochen und Gebäude unbrauchbar gemacht. So verschwanden viele Stützpunkte des Hochstifts. 1554 wurde Albrecht Alcibiades bei Sievershausen von einem Fürstenbündnis unter Moritz von Sachsen und Heinrich von Braunschweig geschlagen. Kurz darauf wurde er geächtet. Sein Machtprojekt zerbrach.
Er ging ins Exil und starb 1557 fern von dem Krieg, den er entfacht hatte. Leinfels stand noch, aber nur als verwundeter Rest. Von seinem Schlag erholte sich die kleine Burg nie mehr. Wie um viele Burgruinen der fränkischen Schweiz rankt sich auch um Leinfels eine dunkle Schatzlegende. In den Felsen rund um die Burg, durchzogen von natürlichen Höhlen und Spalten, soll verborgenes Silber aus Zeiten der Fehden ruhen. Der Fels selbst soll bewachen, was in hastigen Stunden verborgen wurde. Offizielle Funde hat es nie gegeben. Doch nach Jahrhunderten von Krieg, Flucht und Zerstörung wäre es kaum überraschend, wenn Reichtum tief unter dem Felsen verschwand, während seine Besitzer in den Wirren der Zeit umkamen oder nie zurückkehrten. Die Felsen unter und um Leinfels schweigen. Vielleicht ist genau dieses Schweigen der letzte Wächter des Schatzes. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts war Leinfels nur noch ein Schatten ihrer selbst. 1610 galt die Burg offiziell als unbewohnbar. Dächer fehlten, Mauern waren gebrochen und ihre militärische Bedeutung war längst vergangen. Was blieb, war ein beschädigter Rest, zu teuer für einen echten Wiederaufbau und zu wertlos für dauerhafte Pflege. Doch der 30-jährige Krieg änderte die Perspektive noch einmal. Als Franken in einen gesamteuropäischen Konflikt geriet, suchte man verzweifelt nach jedem nutzbaren Stützpunkt. Auch Leinfels wurde kurzzeitig als Verteidigungsort in Betracht gezogen. Man begann, die Ruine notdürftig zu sichern, nicht aus Hoffnung, sondern aus Angst. Die Pläne hielten nicht lange. Strategisch war die nahegelegene Burg Pottenstein wichtiger, größer und besser auszubauen. Die Entscheidung fiel gegen Leinfels. Der letzte Versuch, sie in die Geschichte zurückzuholen, wurde aufgegeben. Danach begann kein Krieg mehr, nur noch Stille. Ab der Mitte des 17. Jahrhunderts diente die Ruine als Steinbruch. Mauern verschwanden in Häusern, Wege wurden aus ihrem Fels gebaut. Was Jahrhunderte überstanden hatte, wurde langsam abgetragen. Burg Leinfels hat Kriege gesehen, Herrschaften und Jahrhunderte überstanden. Heute ist sie kein Schauplatz von Kämpfen mehr, sondern ein Ort, der Geschichte in sich trägt und einen weiten, sehenswerten Blick über das Püttlachtal eröffnet. Die Ruine überdauerte die Unbilden der Zeit. Ein Felsen, der seine Vergangenheit bewahrt hat und sie jedem zuflüstert, der zuhören will. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald auf diesem Kanal.